Eukola Primer für Parkettböden im Vergleich. Dieser Parkettboden ist in 4 Teile aufgeteilt. Jedes Feld wird mit einem anderen Eukola Primer grundiert. Das führt zu unterschiedlichen optischen Eindrücken und gibt Ihnen die Möglichkeit, Böden kreativ zu gestalten. Der Boden ist bereits geschliffen und wird jetzt gekittet. Mit Stratofill 101 wird eine homogene Masse mit dem feinen Schleifstaub angemischt. Der Fugenkit ist einfach mit einem Federspachtel zu verarbeiten. Löcher und Risse werden so aufgefüllt. Die Fläche kann jetzt mit den Primern bearbeitet werden. Classic Prime 200 ist ein klassischer Primer, der die Maserung leicht warm anfeuert. Dabei kann diese Wirkung als 2K-Anwendung noch verstärkt werden. Besonders interessant auf exotischen Farbhölzern. Amber Prime sorgt auf dem Parkett für eine schöne bernsteinfarbene Tönung. Intensive Prime betont das Holz besonders intensiv und arbeitet holzbedingte Farbunterschiede heraus. Frost Prime 202 ist hell pigmentiert und erhält die helle Farbe von Holzarten wie Eiche, Ahorn oder Eche. Dunklere Hölzer werden aufgehellt. Die Primer sind nun trocken und das Parkett kann versiegelt werden. Alle Eukola-Lacke können mit den wasserbasierten Strato-Lacken versiegelt werden. Hier kommt Strato 311 zum Einsatz. Nach etwa 3 Stunden kann der Boden weiter bearbeitet werden. Nach der ersten Lackschicht erfolgt ein Zwischenschliff mit einem 120er Gitter. Nach dem zweiten Lackauftrag können Sie die verschiedenen Effekte im Vorher- und Nachher-Vergleich sehen. In Kombination mit farbigen Ölen, Laugen und den Strato-Wasserlacken können Sie zahlreiche Farbtöne und Effekte erzielen.